Meine Welt, meine Meinung am Morgen. Heute mit unserem Kolumnisten Gunnar Schupelius. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen, Herr Schupelius. Schönen guten Morgen, danke. Ja, und wir starten direkt mal mit Ihrem Aufreger des Morgens. Und der dreht sich noch um die Verteilung der Ministerien jetzt bei den Verhandlungen. Ja, ich konnte schlecht schlafen, weil ich nicht verstehe, warum die Union, Friedrich Merz und der Ministerpräsident aus Bayern mir das als Erfolg verkaufen will. Ein komplett verwässertes Programm der Union, mit dem sie im Wahlkampf angetreten ist. Und nun schauen wir uns mal an, also es fängt schon mal an mit der Sitzverteilung in der künftigen Bundesregierung. Da bekommt also die SPD, die Wahlverliererin mit dem schlechtesten Ergebnis seit 77 Jahren, bekommt 7 Ministerien und die Union, die das doppelte Ergebnis erzielt hat, 9. Jetzt überlegt, also 7 und 7 ist also 9, ja? Ja, oder, kann man schwer nachvollziehen, oder? Genau, Das macht irgendwie keinen Sinn. Etwas schwierig nachzuvollziehen, aber auch an ganz vielen anderen Punkten. Nehmen wir mal den Mindestlohn, ein ganz großes Problem für die Unternehmen, der auch alles viel teurer macht in Deutschland. Vollkommen auf SPD-Linie, ganz viele andere Punkte auch. Und dann wird mir gesagt, ja zum Beispiel, also gibt es jetzt eine Asylwende, sagt der bayerische Ministerpräsident Söder hier im Weltfernsehen, also ganz neu aufgestellt. Also alle Fehler von 2015 werden korrigiert. Welcher denn? Und dann wird mir gesagt, also ja, wir weisen jetzt illegale Migranten an der Grenze ab, in Absprache, und das wurde ja hier auch schon gerade erzählt, in Absprache mit den Nachbarländern. Ja, dann suchen Sie mal ein Nachbarland, was sagt, ich nehme die Syrer, Iraker, Afghanen und wer da alles kommt, zurück. Natürlich nehmen Sie es nicht und das haben wir ja auch längst gesehen, dass Sie es nicht tun. Also das ist ja eine Farce zu sagen, ich treffe ein paar Absprachen. Der Bundeskanzler, der künftige Bundeskanzler, auch ist das nicht, Friedrich Merz hat gesagt, ich habe schon mit den Nachbarländern gesprochen. Also wissen Sie, man lässt sich ja nicht gern für dumm verkaufen, aber solche Versprechen, die sind wirklich sehr merkwürdig und ich habe das Gefühl, dass die Union hier in weiten Teilen, also sagen wir mal 70-80%, einfach nur nachgegeben hat. Nehmen wir mal zum Beispiel auch die Frage der Energieversorgung, die ist ja hier zu teuer in diesem Land, wissen wir ja, deswegen verschwinden die Arbeitsplätze und dann machen sie einen Industriestrom draus, alte SPD-Forderungen und auch der Grünen. Das heißt, jetzt zahle ich ja als Steuerzahler doppelt. Ich zahle schon mal den teuren Alternativstrom mit einer Umsatzsteuer und also mit einer besonderen Energiesteuer, einer Grünstromsteuer. Und dann bezahle ich auch noch wiederum die Absenkung dieses teuren Stroms für die Industrie. Also ich komme da nicht mehr mit. Das ist ein Subventionswirrwarr, was jetzt neu aufgekocht wird. Ich glaube, das wird nichts. Ihre Nachricht des Morgens aber dreht sich heute so ein bisschen um das nächste Kapitel im Schauspiel aus dem Weißen Haus. Aus dem Weißen Haus, das ist, Trump hat uns ein bisschen verwirrt. Also erst hat er die EU mit einen sehr hohen Zöllen konfrontiert und dann gestern Abend wieder zurückgenommen, also dort tagsüber in Amerika, und gesagt, jetzt erstmal doch nicht 90 Tage. Aber wissen Sie was, Trump ist so wie ein Hund. Der sieht gefährlich aus, aber er will nur spielen. Ja? Also spielen heißt für ihn, dass er verhandeln will. Ne? Und deswegen erschreckt er erstmal alle, also auch die Bösewichter dieser Welt, also China, Russland und so. Ne? Und dann sagt er, komm mal her, wir können ja noch mal reden. Jetzt sagt er zur EU, passt mal auf, Freunde, ich setze das aus, 90 Tage, und dann habt ihr euch ein bisschen was überlegt und dann machen wir irgendwelche Abkommen miteinander. Und das ist ja auch richtig, denn im Moment ist das Verhältnis unausgeglichen. Das haben auch Joe Biden und Obama gesagt. Zum Beispiel sind die Einfuhrzölle für Autos aus den USA in Europa höher als umgekehrt und so weiter und so fort. Das heißt, die Außenhandelsbilanz ist für die USA mit Europa negativ. Das haben die Vorgänger auch gesagt. Die haben bloß nichts unternommen, weil sie nicht wollten oder sich nicht trauten und so. Und Trump macht es auf seine Art und Weise. Also ich sag mal so, in diesem Verhalten, an den Umgangsformen kann man sich vielleicht streiten, darüber kann man sich vielleicht streiten. Aber an dem ganzen Projekt sozusagen, ausgeglichene Handelsbeziehungen herzustellen, ist nichts auszusetzen. Das ist richtig so und vielleicht kommt dann mit der EU auch was Gutes bei raus. Ich erinnere noch mal daran, dass ja schon ein Freihandelsabkommen weit verhandelt war, bis es dann zumindest weitgehend an Europa scheiterte. Ja, Sie haben jetzt schon sehr geschimpft über den Koalitionsvertrag, aber heute wird für Sie wichtig, was eigentlich die CDU-Basis dazu sagt. Was wird heute wichtig? Genau, ich bleibe jetzt mal beim Thema. Ich glaube, das beschäftigt auch Deutschland, weil viele ja auch hoffen, dass wir aus dem Stillstand herauskommen. Ich glaube es nicht, das habe ich hier eben schon gesagt. Aber wichtig ist natürlich auch die CDU-Basis und die wird ja nun gar nicht gefragt. Die SPD macht eine Mitgliederbefragung, die CDU nicht. Die berufen noch nicht mal einen Parteitag ein. Lieber Herr Merz, das finde ich erstaunlich, denn eigentlich sollten die Delegierten zustimmen zu dem, was sie da beschlossen haben, so im Alleingang fast. Naja gut, mit vielen Leuten natürlich um sich herum. Aber die CDU fragt nicht weiter nach an der Basis. Aber die Basis hat ja den Wahlkampf geführt und die Leute standen auf der Straße, ich kenne sie, und haben gesagt, passt mal auf, Leute, wir machen eine ganz andere Asylpolitik, wir machen eine ganz andere Wirtschafts- und Energiepolitik.
Und was sollen die denn jetzt sagen in den nächsten Wahlkämpfen, die anstehen im nächsten Jahr in den Bundesländern? Da stehen die auf der Straße und dann gehe ich da vorbei und dann erzählst du mir die Geschichte nochmal. Dann zeige ich dir einen Vogel und sage, guck dir mal den März an. Ihr macht es doch wieder ganz anders, als ihr jetzt sagt. Das heißt also, jetzt wird es interessant, wie das Grummeln an der Basis aussieht in der CDU. Übrigens auch hinsichtlich der sogenannten Brandmauer, also des Nichtredens mit der AfD. Da gibt es ja auch in Ostdeutschland große Vorbehalte in der CDU-Basis. Und da könnte sich doch noch was aufbauen, würde ich mal sagen. Das erwartet uns wahrscheinlich heute. Und was Ihnen Hoffnung gibt, ist, wir haben uns gefragt, ob Sie so ein Connoisseur für Whisky sind. Denn offenbar wird ja die EU, wir haben ja eben über die Trump-Zolle geredet, keine Steuern auf Whisky erheben. Also, ja, das ist ja eben die gute Nachricht. Das ist ja das Schöne. Also, wenn man in dieses Zolldickicht hineinschaut, dann gibt es jetzt diverse Ankündigungen und jetzt auch wieder Rücknahmen und so weiter und so fort. Aber auf der Liste der EU, Einfuhrzölle für die USA, die jetzt erhoben werden sollen, steht allerhand drauf, zum Beispiel die Harley Davidson. Interessiert mich nicht so, ich fahre lieber BMW. Ja. Oder zum Beispiel die Jeanshosen, trage ich auch nicht mehr, lieber einen Anzug. Also das ist nicht das, was mich interessiert. Aber dann steht drauf, nein, den Bourbon besteuern wir nicht, weil Trump nämlich wiederum, ich sage ja, er will spielen, Trump hat wiederum gesagt, dann lege ich auf euren Champagner aus Frankreich 200% drauf. Und da haben die in Brüssel gleich gesagt, okay, dann lassen wir den Bourbon jetzt so, wie er ist. Und das, finde ich, ist eine gute Nachricht. Es ist interessant. Holger Czepitz, der uns gestern schon von Hamsterkäufen bei Erdnussbutter erzählt hat, Sie also mit einem vollen Whisky-Schrank, Herr Schupelius. Ich bin jetzt richtig erleichtert. Ja? Also, so kann der Tag gut starten. Danke Ihnen. Danke, Herr Schupelius.